Welkom to het evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Hepner en ik zie zo dankbaar dat je deze tijd nemen met ons op dit radioprogram. Vandaag hebben we een bijzonder radioprogram gepland voor jullie. We hebben een gastredner, dat was Neufeld van Bolivia. En hij wil ons een bijzondere boodschap brengen van wat is de Welt? Wat redt de Bibel van wanneer hij redt van de Welt? We hebben de laatste paar weken bekijkt van het thema van zend. En dat past hier zo fijn mank, wenn wir reden van wat is de werken van het Fleisch en wat is de Welt. Wir wünschen, dat Gott jullie bedricklich segnen, diese nächste halbe Stunde. Du hast ein Strahl mit Blut gefällt, Wort von Jesus Wunden schild. In wer sich deut an diesen Strahl, Wort rennt von Sünden Schuld. Wort rennt von Sünden Schuld. Wort rennt von Sünden Schuld. In wer sich deut an diesen Strahl, Wort rennt von Sünden Schuld. Aus der Rebador umquietst den Dach, sieh ich voll von Sinn so schlecht. Doch sink ich wieder in den Strom, wasch meine Sünden weich. Wasch meine Sünden weich. Wasch meine Sünden weich. Doch sink ich mit in den Strom, wasch meine Sünden weich. Du Gottes Lohn dient dir het Blut, auf von dir noch große Größe. Dort wer am Glauben kommen wird, Wort Fried vom ewigen Tod. Wort Fried vom ewigen Tod. Wort Fried vom ewigen Tod. Dort wer am Glauben kommen wird, Wort Fried vom ewigen Tod. Du siehst von dem Tod ganz frei, durch dein Blut ganz rein in nie. Dann lob ich dir an Herrlichkeit, wann mein Leben ist vorbei. Wann mein Leben ist vorbei. Wann mein Leben ist vorbei. Dann lob ich dir an Herrlichkeit, wann mein Leben ist vorbei. Dankeschön für das Leid. Das ist wirklich die Wahrheit, dass Jesus Christus das Leben geworden ist und da ist so ein Strom für mich und für dich. Bevor wir in der Andacht nennen, was wir in Gastredner haben, das ist Neufeld von Bolivia, dann werden wir noch tot beten und fragen Gott für den Segen für diese Zeit. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken und preisen dir für die guten Dinge, was du für uns tust. Wir danken dir für diese Zeit, was wir können taub haben. Ich bete, dass dein Heiliger Geist wird leiden und führen von dir in dieser Andachtzeit. Ich bete, dass du wirst Bruder Donald segnen. Jesus, und besonders die Tauharche. Ich bete, dass du jeder Wort wirst aufmerken, dass die wird noch nicht die Hand angenommen, dass die würden getrocken sein von dein Heiliger Geist.
Und Jesus, der wird all die Hand angenommen, dass der ihr Leben kann bekicken, und sein Jesus wird du wirklich von wärst. Ich danke dir für diese Zeit, und ich bete, dass du wirst segnen, leiden und führen, und dass alles könnte deine Ehe sein. Ich danke dir für das und bete in Jesus' Namen. Amen. Hier ist Bruder Donald. En ik wil vandaag nog eenmaal met een paar gedanken wieder zijn. Ik traf me vandaag met een woord man en we onderhielden ons woord is de Welt. En wir ganz klar, dass wir das Radio kriegen, dass wir die Welt. Und ich habe jetzt darüber gesagt, die Welt, das ist uns fleischlicher Drief ohne Gott. Das ist die Welt. Die Welt ist nicht ein Ding, was hier auf dieser Welt ist. Die Welt ist wie Salz, das steigt uns im Hort. Das ist ein fleischlicher Drief ohne Gott. Wenn wir checken, warum, kann ich dazu sagen. Wenn wir lesen dann in Römer 8,14, da sagt er, die Menschen wollen sich von Jesus Gottes drieben lassen, dort sind Gott seine Kinder. Die andere Übersetzung sagt, die wollen sich von Jesus Gottes leiden lassen, dort sind Gott seine Kinder. Die Menschen, die das nicht tun, dort ist die Welt. Die Welt sind nicht die Dinge, Büter kann, versteht mich dort einmal ganz reich. Ich freue mich über einen Bogen. Ich freue mich auch über Traktoren. Ich freue mich über ein Motorrad. Ich freue mich über ein Pickup. Ich freue mich auch über ein Plane, wer ein Planeflieger ist. Und dort ist nicht die Welt. Jesus hat uns Menschen alle gemerkt und er hat uns lieb. Die Welt ist bei mir im Hort. Wenn ich ohne Gott lebe, dann ist das die Welt. Jakobus, der uns auch sagen, in 1. Kapitel 13 und 14, keiner soll sagen, wenn wir versagt worden, da hat Gott Schuld an. Wir wurden von uns einem Fleisch gerätzt und diese Versicherung dann geraubt. Das ist die Welt. Von uns einem der dort. Von dort kommt das her. Und wenn wir das einmal ganz klar haben, wem der Jesus Gottes leiden hat, dort sind Gott seine Kinder. Möchten wir diesen Unterschied von Welt und von Gottes Kind. Die wurden beide gelehrt. Aber von wem wurden wir gelehrt? Und das ist sehr wichtig, dass wir da einmal über nur denken dürfen. Andere Weichen genommen, mir kann mir in Gedanken, viele sagen zu mir, ein Cellphone haben, ist die Welt. Wenn wir dort durch die Mauern so stehen lassen, okay, dort ist die Welt. Woran gehen wir dann und dann Spanier betonen und brauchen sein Cellphone und sagen so, nun habe ich nichts mit der Welt zu tun. Kann ich die Welt betonen, den Sinn, was ich da überdacht getan habe? Wenn das so schaffen da, dann könnt ihr eigentlich noch eine fremde Frau gehen, in Ehebruch, und er betonen und zu Gott sagen, da habe ich nichts mit zu tun. Weil er hat ja du betont, da will ich nicht meine. Da würde ich kreuz so schaffen, dem Weg. Möchten wir auf einmal witral wie sind, indem wir Dinge anschicken für die Welt, was nicht Welt ist. Die Welt ist ans fleischlicher Drief ohne Gott. Und wir haben da klar beholen, das sind nicht die Dinge auf dieser Welt, sondern das sind wir als Mensch. Und von da werden wir wieder gehen, von Vers 18 in 2. Kapitel, 1. Johannes, Vers 27. Und hier hat das Thema Christus wieder den Antichristen. Ich will lesen von Vers 18, Vers 27. Das sagt so, Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem, der heiligt ist. Und ihr wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Solches habe ich euch geschrieben, von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch dieselbe Salbung über alles lehrt, so ist wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet in ihm.
Einmal was so weit ist Ausschnitt. Von der geht es eben am Christus wieder dem Antichristen. Also wo wir erkennen sollen, was der Antichrist ist, und wir wollen dann Lothar der unten wieder noch in den 4. Kapitel war nach der Tränen abkommen auf dem Antichrist. Aber hier redet Johannes all ein bisschen nennen. Er fängt an, wo er uns warnen wird, nicht die Welt läuft zu haben. Unsere eine Fleisches Janke, unseren Brief, der muss auch sterben. Unsere eine Eich muss in den Tritt gebracht worden. Und wenn wir auch zum Glauben gekommen sind, da ist es nicht so, dass mein Janke, mein Fleisch, dass es dann auch automatisch kurz tot ist und ich wohl den Geschmack in dem Heiligen Jesus seine Fußspuren gehen kann. Sondern ich muss dann wissen und ich habe mich zu unterordnen mit diesem Jesus und das Fleisch aufzustorben, Tag für Tag. Und dort will Johannes Krieg haben, dort wir nicht Lauf haben der Welt, dort ich mein Einet echt nicht mehr heranrennen, sondern dort ich erkennen, der Herr Jesus weiß dir dort auch. Liebe Zuhörer, wenn wir sagen, so viele Dinge aus der Welt, und ich sage aber so viel, dort wir als Christen setzen auf den Südplatz. Und Jesus sagt, die sollen nichts zu tun haben mit einem Trunkenball. Meint wir, dort ist Welt. Wenn der wer Coca Müll hat, dort ist Welt. Will er jetzt ihn Brief noch, ohne Gott. Und wenn er sagt, wir sollen das nicht tun, ein Kind Gottes, er sagt, der wird bleiben, wer den Willen des Vaters tut. Liebe Zuhörer, Versammlung, am Radio, wenn du nächste Mal ein Bier trinkst, dann frag dir einmal, Jesus, willst du das auch tun? Denk dir mal abrechtig über noch. Wenn du eine Nervenperlen annehmen wirst, dann denk dir mal über noch, Jesus, willst du das auch tun? Gefällt dir das, was ich das tue? Wenn du nächsten was war unter Gonen und Geld, dann frag dir einmal, Herr Jesus, gefällt dir das, willst du das auch tun? Dan wil we beeld maken met de Welt ist und was das ist, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn sagt Johannes, wer den Willen des Vaters tut, der bleibt. Und dann fragt er Fuß an und sagt, Kinder, das ist die letzte Stunde. Er will nicht mehr sagen, von dir ist nur die letzte Stunde, ihr habt das nicht mehr. Was Johannes hier mal sagen will, Kinder, das ist die letzte Stunde. Er sagt, die Genodenzeit, das ist die letzte Zeit, wo wir in der Bahn sind. Wenn er redet von der letzten Stunde, dann meint er, Jesus ist auf diese Erde gekommen, gestorben für uns, und er ist nicht rein im Himmel gefahren. Und wenn er nu wird wahrkommen, das ist dann der letzte Zeit, wo wir nu wohnen dann. Und nu wird er wahrkommen, aber nicht um die Sünden zu vergeben, nicht um eine Söhnung zu verschaffen, sondern nu wird er für die kommen, wenn er ohne Sinn sind. Wen sind die? Die Jesus Christus angenommen haben. Da meine ich, dass die ohne Fehler sind. Aber sie haben das Geschenk von Golgatha angenommen im Glauben. Und sie sind begnadigt durch den Sehen Jesus Christus. Und für die wird er wahrkommen. All die anderen Menschen wurden hier bleiben auf dieser Erde. Jesus wird bloß seine Gemeinde entrücken. Da meint er all die Gläubigen mit. Und Johannes sagt, Kinder, das ist all die letzte Stunde. Und das hätte uns wahrer aufmerksam merken. Kriegt es hier in den 4. Kapitel an soll warnen dort, wie in den selben Kapitel, wie soll euer. Er sagte, dies ist verjährt und das Licht dacht aber nö. Du deut der Anzahl raupen, er sagt, kommt rüt. Nu dacht das Licht, aber du wird eine Zeit kommen, du wird das Licht nicht mehr dachen. Und nu kommt er frisch auf diesen Tag träge und sagt, Kinder, das ist die letzte Stunde. Du mit welle uns ansehen, bedenk dein Leben, wo gehst du hin? Die Zeit rannt auf. Und ich und du waren einmal für Jesus stohnen. Und dann waren wir ganz allein da sein. Du wirst kein Ältester sein. Du wirst keine Mama sein. Du wirst keine Papa sein. Du wirst kein Jana oder Jana sein. Ganz allein, wo wir da stehen. Und was wollen wir dann hören? Wie wollen wir Jesus begegnen? Ich glaube, wir wollen alle da begegnen, du frommer und getreuer Knecht. Komm dann. Da wünsche ich uns auch rein alle. Ich bete dafür, dass wir dort alle begegnen können. Aber die Bibel sagt, die waren nicht alle. Weißt du dort oben, dass du von dir hier bist, dass du dort hörst, dann traf eine Entscheidung für den Herrn Jesus. Johannes sagt, das ist die letzte Stunde. Wir leben in der Genodenzeit, in der beste Zeit. So eine schöne Zeit haben nie Eier gegeben auf der Welt, als die Zeit, wo wir nu haben. Wir dürfen uns knien in dem Herrn Jesus im Glauben annehmen. Er verjährt uns und er nimmt uns an zu seinen Kinder. Und diese Zeit, sagt Johannes, der rannt auf. Das ist bald vorbei. Und wenn sie fängt an mit diesen Versen, er sagt, Kinder, das ist die letzte Stunde. Und so ist jeder, all die hier haben, der Antichrist kommt. Und es sind auch viele Antichristen geworden. Was ist ein Antichrist?
Plötzlich wird wieder sein, ein Jener gegen Gott. Ein Antichrist kann aber auch bedeuten, dass einer, wenn sich um Gott seine Städte anstellen wird. Da kann sogar ein Ältester sein. Wenn ein Ältester einen anderen sein wird, der handkämpft und seine Sünden du bekannt, und er sagt ihm, deine Sünden sind dann nur vergeben, du kannst ein Haus fahren. Die haben nicht gebeten, dort nicht Jesus gebracht. Dann stellt er sich durch an, ob der steht, wo Jesus ist. Und das ist ein Antichrist. Bloß allein Jesus Christus kann Sünden vergeben. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Jeremia 17, Vers 5, sagt uns die Bibel, verflucht ist ein Mensch, wer sich am Menschen verlässt. Wie viel Mal verlot wir uns vielleicht? Ich hatte in diese Ohren, zwei Frühs und ihr hielten sich. Und der eine sagt, ich hoffe, mein Ohm hat doch genug gebet für mich. Sie verleut sich ab ihren Ältesten. Und die Bibel sagt, es verflucht ist der Jan, ja wer das? Sünden vergeben, der bloß Jesus. Und da werden wir so ja klar haben. Der Älteste will ich niemals verachten, versteht mich ganz recht. Wenn die wahre geboren sind und von Gott angesagt werden, so wie andere Respekten. Aber wir haben eine sehr diere Verantwortung, dass wir uns nicht in Jesus seine Städte stellen, dass wir ihm die Erde wegnehmen. Dort ist ein Antichrist. Er stellt sich in Jesus seine Städte. Er ist ein Feind Gottes, ein Jener gegen Gott. Das meint nicht, dass er unbedingt, wie wir würden sagen, von der, dass er wird Gott dann lehren in der Wort. Wir wollen der Luther nach Deutschland kommen. Aber hier sagt Johannes, viele sind Antichristen geworden. Und daher erkennen wir dort nicht der letzte Stunde ist. Dort wir in der letzten Zeit leben. Weil viele waren von Glauben aufgefallen, sagt er auch noch. Und da wollen wir Luther auch noch abkommen. Und wir werden uns einmal prüfen, verlässt sie die ab dem Herrn Jesus, oder verlässt sie die ab den Ohm, oder ab den Mann, oder ab der Frau, oder verlässt sie die ab jemanden, die eine Familie, die eine treue Mama, die wie einmal so und so, und er kann das doch nicht verschmieden. Meine Papa hat nach dort bestellt, er kann dort nicht verschmieden. Stimmt das mit dem Wort Gottes, was sie bestellt haben? Dann hol das auch. Prüft das einmal. Steht das wirklich in Gott sein Willen? Ich hier dann noch mal in Mexiko, wir haben da mal aus uns beschlossen mit dem Gebet, wir wollen Israel da fahren. Und holen dort aus einer Regel von Gott. Das ist nicht eine Regel von Gott. So wird der Herr so niemals tun. Dann stellen wir uns in Jesus Christus seine Städte. Und dort ist gleich der Antichrist. Wir sind ein Gegner Gottes. Die Bibel redet nicht von solchen Dingen. Und so möchten wir uns in manchen Dingen deutlich, dass wir dann unbedingt der Welt sein. Und das ist es aber nicht. Wir haben prüfen, was wirklich Gott sein Willen ist. Dass ich und du auf einmal nicht ein Gegner Gottes sind. Dass wir anfangen, gegen Gott zu handeln. Gott wird so gern haben, dass wir sein Willen erkennen. Und was ist sein Willen? Da hat er gestern all gesagt, welcher will, dass alle Menschen geholfen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollen mal das Wort Gottes lesen. Ich weiß nicht, wie die abgetragen sind. Aber so viel steht dort, dort nicht zu viel lesen, dann wollt ihr verdrehen. Wo findet ihr dort in der Bibel? Habe ich dort mal in der Bibel gelesen, dort nicht zu viel lesen, dann wollt ihr verdrehen. Ich sehe ein bemanchen Mensch umstorben gewast. Weißt du, was ich nach einmal gehört habe? Wann hat mir heute mehr Zeit genommen für das Wort Gottes? In Hielen und Thronen. Wann hat mir da heute Zeit genommen für das Wort Gottes? Ich habe noch nie ein Mensch gehört, der ich hatte viel gelesen. Das tut mir so leid. Und von der Worte, wo ich sage, du nicht lesen, du nicht lesen. Wenn wir dort wieder sein, du nicht lesen, dann sei wie kriegt in der Gefahr, ein Gegner Gottes zu sein, ein Antichrist. Wenn wir lesen in der 5. Mose Kapitel 6, wenn ihr den Kapitel lesen, da sagt Gott, das Wort, was das von dir sein, die Bibel, da soll die die Dinge anschwappen, da soll die von reden, Tag und Nacht. Wenn du am Weg bist, wenn du hier wehst bist, wenn du Dol sagst, wenn du Dol leist, wenn du abstehst, du sollst du so drehen aus dem Tekenrahmen Holz, sagt Gott. Paulus im Neuen Testament, Jesus hat sich nichts verändert. Du sagst zu den Kolossern 3. Kapitel 16, 17, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Eine Familie sagt zu mir, das wir auch, wir haben in jeder Stuhl eine Bibel. Aber wir haben die in Plastik angerollt, die soll uns doch nicht aufbauen, bestäuben. Dort ist das nicht gemeint. Wenn das sagt, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, dann will Gott haben, studiert zu werden, jeder Tag.
Weet je, wenn wir in der Bibel lesen, dann schicken wir Gott ins Angesicht. Dann kann Gott zu uns reden. Und wenn er beten, dann kann er zu ihm reden. Und dann wird Johannes uns warnen. Er sagt, Leute, Kinder, das ist die letzte Zeit. Und die Menschen worden hier in Bild umfangen zu sein, dort nicht lesen. Die wollen ihn von Gott futholen und es steht ihn nur Gott bringen. Dort ist ein Antichrist, wo das ist. Wir haben uns selbst prüfen. Dort, wo ich lebe, was ich mir einmal gelehrt habe, stimmt dort mit Gott sein Willen. Lies einmal die Bibel, steht da nur, was ich gesagt habe. Hörst du dort wahre Eva? Und prüf dort, was sagt die Bibel? Sagt ihr nicht lesen oder lesen? Alle Wege möchte uns Mut dort lesen. Wenn wir im Psalm 119 lesen, so schöner Psalm. Vers 9, meint nicht RSC, sagt er, wir wollen ein junger Mensch kennen, diesen Weg, gehen ohne Fehler, unsträflich. Dann steht geschrieben, wenn er sich wird holen und Gott sein Wort. Und dann in Vers 11 sagt er, ich behalte dein Wort in mein Hort, dass ich mich nicht gehen, die versinnen da. Schöne Versen haben wir in der Bibel. Immer war mir uns das Mut, das Wort Gottes soll wir lesen. Und Johannes warnt uns hierfür, er sagt, Kinder, das ist die letzte Stunde. Und dann sagt er, sie sind von uns weggegangen, aber sie wären gar nicht von uns. Dann waren sie von uns was wären, wären sie hier geblieben, aber das soll offenbar werden, sagt er, dass sie nicht alle von uns sind. Kraxer sagt er auch im Psalm 1. Er sagt, die, wenn in der Wut Gottes forschen, Tag und Nacht, die sind es im Wuter geplant, das ist ein Baum, sagt er. Die bringen Frucht. Wenn sie sind, die wollen nicht lesen? Nee, er sagt, die wollen du studieren, dort sind die. Er sagt, die Gottlosen nicht. Die sind zerspreut, die verstäuben. Und die bestehen auch nicht in der Gemeinde der Gerechten. Dort sagt Johannes hier auch. Die können vielleicht in der Gemeinde, wo sie sind, und alles mithäkeln, aber ihr Leben wird nicht bestehen. Bloß die werden Welle von den Vater, der besteht. Das ist für uns eine ganze Warnung. Wir sollen uns Leben durch prüfen. Und dann fängt dann Vers 20 wieder an zu sein, wo kriege ich dort hin? Und er sagt dann zu den Gläubigen hier, die haben die Salbung, von dem wir der heiligt ist, und alles weiten det. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wer ist heilig? Gott allein ist heilig. Petrus sagt uns dort, wo Gott das sagen wird, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Johannes sagt hier, die haben diese Salbung, dem Geist. Und die wollen anladen in das. Und kriegt hier ein selber Gehorsam sein. Und ich bin mir ganz überzeugt, Menschen, die denken, dit ist Welt oder dort ist Welt, aber in Hort ist das denken, nicht bernen. So viele Menschen, die versklavt sind und gewisse Dinge, was sie tun, die haben alle ein Verlangen, dort bernen Hort, ich würde auch anders wählen. Aber ich weiß, dann ist unser ganze Tag draal, dann wollen die mir ausschlitten, dann ist die ganze Kolonie mit da, dann kann ich hier nicht mehr kaufen, dann kann ich da nicht mehr kaufen, die werden sich du bloß nicht rühren, aber im Hort, der Heilige Geist raubt an, die wollen du rühren. Und hier sagt Johannes auch zu den Gläubigen, die haben diesen Geist. Und sagt von dem, wenn der heilig ist, Jesus. Und der weiß alles. Und wir haben ein Verreich als gläubige Menschen, wir können Jesus noch alles fragen. Und er wird uns leiden. Das ist ein Dünten, was von den Sachen dort sind. Was von Trägt er mich helfen soll. Was von Mädchen ich frieren soll. Alles. Wir dürfen alles Jesus fragen. Und er wird uns in alle Wege helfen. Das ist schön. Was wir diesen Geist dürfen haben als gläubige Menschen. Er sagt, ich habe dir nicht geschrieben, als wisst ihr diese Wahrheit nicht. Und hier sagt er, du mit ut, ich habe dir geschrieben als Gläubige. Die haben Jesus erkannt, die wollten diese Wahrheit. Sondern die wollten da und wollten auch, dass keine Lehre aus der Wahrheit kommen. Was meint er hier mit dieser Lehre? Er hat in dem ersten Kapitel auch sagen, Menschen, die sagen, wir haben nicht die Sünde hier, oder ich sie bete aus Jana, dort erst kriegt der Mensch, wenn er nicht Gott betan, der trägt, dort sind Lehrer kriegt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann leben wir in der nicht die Wahrheit. Und Johannes sagt, die haben über diese Wahrheit. Und die wollten, dass keine Lehre zu dieser Wahrheit kommen wird. Und dann geht er wieder in Vers 52 und sagt, wer ist ein Lehner, wenn ich da werde, verlehen wird, dass Jesus der Christus ist. Und dann wollen wir sagen, aus Deutscher Fleisch, na dort habe ich noch niemals verloren. Ich habe noch niemals verloren, dass Jesus der Christus ist. Das haben wir von kleinen Kindern alle gelehrt, das ist ja gleich.
Das stimmt doch, das ist reich. Jesus ist der Christus. Und hier sagt Johannes so klar, dort ist bloß ein Lehner, wer dort und nicht verlehen wird. Was meint ihr dann damit? Ich glaube, ich kann hier ein bisschen tiefer gehen. Wenn ich ein Mensch fragen will, kann ich das weiter, als ich das auf ihr Leben habe? Dann sagt er, nee. Dort ist krieg hier das Lehner. Weil er glaubt nicht, dass Jesus Sünden vergeben kann. Er glaubt nicht, dass Jesus auf ihr Leben schenken kann. Und dann machen wir ihn zum Lügner, sagt Johannes. Dann machen wir Jesus zum Lügner, wie Jesus hat gesagt. Wenn jemand wird nicht kommen, den wird nicht rutschen in Johannes 37. Matthäus 11, 28, kommt alle nicht mehr. Ich will ihn erquicken. Ich will ihn erfrischen. Dann will ich rufen für eine Säule. Jesus lud alle Wege an. Er sagt, kommt. Jesaja 54 sagt, er kommt. Schreibt dat alle umsonst, die brauchen nicht Geld. Wir sagen, woran die Geld durchgeben, wo ihr das nicht für haben. Kommt umsonst, sagt er, schreibt dort. Er braucht das Wort einfach schreiben, aber er meint nicht betonen. Er lud an, nach Amt zu kommen. Und hier sagt Johannes, wer ist du ein Lehner, wenn ich da Jan, der sagt, und jaftet nicht. Da wo wir erstmal und Jan da warten. Bist du auf einmal die Person, wo du glaubst, dass wir nicht hier warten, aber wir rat sind. Dann muss ich von dir von Dauer heilen. Dann ist es wirklich sehr, sehr schlecht bestellt mit dir. Und Jana kommt, wenn wir durch den Tod gegangen sind, geht nichts mehr zu ändern. Nichts mehr zu ändern. Die Bibel sagt uns, dass der Baum fällt, so bleibt er liegen. Und so sagen wir auch als Mensch, du, wo wir unser Leben abgeben hier, geht nichts mehr zu ändern. Dann bleibt auch krank so, als was du warst das. Wenn ich mir in diesem Leben entscheiden darf für den Herrn Jesus, und ich lebe für ihn, und ich faul abstehe in sie wach, dann sehe ich in Jesus seine Hänge. Du wirst dich dann auch nichts mehr ändern nachher. Aber wenn ich das nicht getan habe, dann kann ich Lot auch nichts mehr ändern. Dann sehe ich für ewig von Jesus getrennt. Und Johannes sagt es hier, wer ist da ein Lehner, wenn ich da ja der Kreis wird dort verlegen, dass Jesus der Christus ist. Das meint ihr nicht bloß dort bekennen, Jesus ist Christus, wir doch glauben wir alle. Da wird doch Satan und alles. Und Satan ist du mir nicht geraten, er ist ewig verflucht. Das ist hier gemeint, wenn wir Jesus bekennen, dass wir ihm diese Anerkennung geben. Wenn wir ihm nicht diese Anerkennung geben, dass heute Rade ist, wir das angenommen haben im Glauben. Wie wenn wir nicht sagen können, ich habe das euer Leben all hier angenommen. Wenn wir sagen, das können wir nicht wollten, ist dort ein Lehrnis. Dankeschön, Bruder Donald, für die Andacht. Wir möchten das hier nicht aufschneiden, wenn wir sind hier meist Zeit. Aber da sind viele Dinge zum Überdenken in dieser Andacht. Ich hoffe, ihr seid gesegnet gewesen in der Andacht. Ich hoffe, ihr habt ein klares Verständnis von, was ist die Welt und was ist uns fleischliche Trieb. Und an die Frauen, was heute eng Frauen deut. Von wirklich, wo stehst wie? Glaube ich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und weißt du dort, dass du gerade bist. Von der, dieser Minute, du wird das letzte Mal sein, was dein Körper wird holen. Das letzte Mal, was dein Hart wird schlagen. Was wird dann passieren? Wirst du mit Jesus sein? Oder hast du das nicht klar? Freund, die kannst das von dir klar merken, wenn du Jesus annimmst, als du dein persönlicher Herr und Heiland und annimmst, was er für dich hat getan. Wir wünschen, dass diese Andacht ein Segen wird für uns, wenn ihr Frauen habt oder irgendwas mehr von uns wollen wollten. Ihr könnt uns wirklich schreiben, unsere Adresse ist die Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, SOK 4SO. Mag Gott ihn wirklich segnen.